Hallo meine Lieben, ich bin Adel und lebe in meinem Camper mit meinen zwei Hunden, Gordy und Buddy. Da hinten sieht man einen und hier. Ja, Gordy, hau doch nicht ab. Gordy, komm mal her. Komm mal her. Oh, die zwei streunernden Hunde, guck mal hier, da ist der Buddy. Ja, der Buddy, der kommt sofort, ne? Guck mal hier, der Buddy, der will immer was zu Fudi haben. Ja, und ich genieße mein Leben ohne Schuldgefühle und auch wenn es anderen Menschen schlechter geht oder nicht so privilegiert sind wie ich, folge ich meinem Herzen, denn ich kann daran nichts ändern, was andere Menschen machen oder wo sie geboren sind. Und deshalb bin ich hier. Und dann komme ich in meine Kraft und ja, kann dann auch anderen geben, zum Beispiel in Form dieser Videos, Menschen zu inspirieren, Mut zu machen, sich zu verändern. Verrückt zu sein, vielleicht auch verrückt zu sein. Ja, also ich habe mich vorhin gefragt, bin ich verrückt? Oder wahnsinnig? Bin ich irrsinnig? Also die deutsche Sprache ist schon mega. Auf Englisch würde man sagen crazy. Das sagt gar nichts. Oder stupid, so ein bisschen bekloppt. Sagt eigentlich auch nichts. Also, aber verrückt kann man schon sagen. Ich bin verrückt. Die Verrückung. Das ist quasi aus einer Position verändern, also sich weiterentwickeln quasi. Also ich bin in Bewegung, ich verändere mich, ich bin verrückt und der wahnsinnig. Also das, was in der Welt so passiert, das bin ich quasi sinnig, diesem Wahn oder den Irrsinn, ja, bin ich auch sinnig. Den Irrsinn. Und deshalb bin ich aufgewacht und zu Bewusstsein gekommen. Und das hat mir wieder verholfen, mich zu verrücken und zu verändern. Also sind wir hier auf dieser Welt, also ich weiß nicht, für mich jetzt, ich kann nur für mich reden, ne, persönlich. Für mich ist dieses 0815 Leben, hatte ich meine ersten 40 Jahre, kann man sagen. Deshalb weiß ich, wovon ich rede. Ne? Also ich habe auch diese Erfahrung in mir. Aber dann habe ich festgestellt, das ist langweilig. 0815 ist einfach langweilig. Tag ein, Tag aus immer das Gleiche machen, von Urlaub zu Urlaub leben, von Wochenende zu Wochenende leben. Am Wochenende musst du meistens noch einen Tag irgendwie Hausputz machen oder Einkäufe. Und ja, 0815. Mal gucken, ob ich da noch andere Begriffe für habe. Gewöhnlich. Quasi den üblichen Gewohnheiten entsprechend, also deinen Gewohnheiten nachgehen, immer weiter, ja, Gewohnheit, Wohnung, das ist quasi das, wo du festsitzt, nicht in Bewegung. Was gibt es noch? Gewohnheiten. Ich habe mir mal was aufgeschrieben, das erste Mal, dass ich mir so einen Spickzettel mache. Da habe ich mir aufgeschrieben, genau, ich habe nämlich nachgeguckt, was Konvention kommt, woher Konvention kommt. Das ist eigentlich so ein mündlicher oder schriftlicher Vertrag, ne? Eigentlich eine Norm, eine soziale Norm. Also den Konventionen entsprechend heißt, den sozialen Normen entsprechend. Die sozialen Normen regeln das soziale Verhalten des Menschen.
Buddy! Ach, immer das Gleiche. In jedem Video muss ich den rufen. Hier! Hier gibt es so nämlich, hier an dem Strand, wo ich bin, sind ein paar Häuschen und so Restaurants, die aber geschlossen sind. Tavernen nennt man das hier auch in Griechenland. Und dann ja, suchen die immer was zu fressen, obwohl es da schon lange nichts gab. Aber die finden immer irgendeinen Scheiß. Also, ja, ich bin nicht normal, also nicht der Norm entsprechend. Will ich auch gar nicht. Will ich auch nicht mehr sein. Ich war es mal, bis zu meinem 40. Lebensjahr quasi. Oder 39. Mit 39 hat bei mir so die Transformation begonnen. Wer mich noch nicht kennt oder meine Videos gesehen hat, da habe ich schon über meine Transformation erzählt oder in den letzten Videos immer wieder, wie ich auch dahin gekommen bin, also was ich gemacht habe. Ich habe ziemlich verrückte Sachen gemacht. Deshalb habe ich heute so überlegt, ja, bin ich wirklich verrückt? Ja, ich bin verrückt. Ich habe verrückte Sachen gemacht, die mich verrückt haben, die mich quasi verändert haben. Ich bin ein neuer Mensch. Und ja, also ich spiele quasi im Spiel des Lebens einen anderen Charakter. So, ich muss mal ein paar Dateien löschen, weil mein Speicher ist voll. Ach ja, also mittlerweile habe ich schon einiges an Videos ja gedreht, über 150, seitdem ich unterwegs bin, seit 5 Monaten quasi. Und muss demnächst mal irgendwie die Sachen mal zwischenspeichern. Ja, verrückt. Was habe ich für verrückte Dinge in meinem Leben gemacht oder wie bin ich da hingekommen? Oder was ist, ja, wie bin ich da ausgebrochen aus der Normalität? Also ich habe immer schon besondere Sachen in meinem Leben gemacht, auch im 0815-Leben. Ich habe meistens, also ich habe schon besondere Urlaube oder so gemacht oder besondere Hobbys. Aber das ist ja jetzt vielleicht nicht verrückt, sage ich mal. Kann man, also ich würde das nicht als verrückt bezeichnen. Wo fing das an bei mir? Also es fing eigentlich auch so vor 5 Jahren so an. Also eigentlich hat alles damit begonnen, als ich dann Single war und zu Bewusstsein kam. Also ich habe meditiert und so weiter. Und dann hatte ich eine neue Freundin. Mit ihr habe ich auch ein paar verrückte Sachen zusammen gemacht. Und ja, sie war schon etwas verrückter. Ich habe mir immer dieses Worst-Case-Szenario ausgedacht. Und sie hat dann einfach so gesagt, ja, vertrau doch einfach in dein Leben. Das kannte ich gar nicht. Vertrauen. Ich war sehr misstrauisch. Zu allem und zu mir selbst. Ich habe auch kein Selbstvertrauen gehabt. Und ja, ich setze mich mal hier hin. Also, ich stelle euch mal hier ab. So. Also, eigentlich fing das damit an, bestimmte Drogen auszuprobieren. Also im Volksmund Drogen, ich würde es psychedelische Mittel, Substanzen nennen oder bewusstseinserweiternde Mittel. Ne? Habe ich ja vor 3 Videos schon erzählt. Damit fing das an und dann habe ich da Vertrauen zu bekommen, weil ich gemerkt habe, es ist ja halb so wild. Also wenn man es in Maßen nimmt. Ne? Wenn man übertreibt, dann ist das auch gefährlich. Wie alles im Leben. Ne? Genauso wenn du mit Geschwindigkeitsüberschreitungen übertreibst beim Autofahren,
dann ist auch sehr, sehr gefährlich. Ähm, ja, und das waren so die ersten verrückten Dinge, denke ich mal, in meinem Leben. Also, da gibt es ja keine Grenze. Ne? Also für mich war das schon sehr verrückt. Und dann ging es ein Step nach dem anderen. Und dann habe ich Ayahuasca genommen. Das ist eine sehr starke psychedelische Naturheilmittel, kann man sagen, was in Peru genommen wird mit Schamanen. Da war ich dann 2 Wochen. Das ist das vorletzte Video. Wenn ihr das euch nicht angeschaut habt, könnt ihr da gerne reinschauen. Dann beim letzten Video habe ich über Iboga geredet. Das ist auch quasi so ein Naturheilmittel in Afrika. Ja, da geht man auch teilweise durch die Hölle mit diesen Mitteln. Ne? Also auch mit den anderen Substanzen wie LSD oder Magic Mushrooms oder so. Ja, aber alles hat seinen Sinn. Das habe ich ja da auch erklärt. Ja, also wie ging es weiter? Ja, dann kam Corona, Lockdown. Ich habe da mich nicht dran gehalten. Das war auch nicht der Norm entsprechend. Also ich mache nur Dinge, die für mich Sinn machen und logisch sind und wovon ich überzeugt bin. Und ich mache nichts mehr. Seitdem ich, denke ich, auch Iboga genommen habe, bin ich auch verrückt geworden. Verrückt, ja. Also ich bin halt, ich entspreche nicht mehr den Erwartungen anderer, sondern nur meinen eigenen. Also ich folge meinem Herzen und bin Schrittchen für Schrittchen in die Selbstliebe gekommen und stehe dann auch zu mir und belüge mich nicht selber. Also kann ich auch nicht Dinge machen, wovon ich nicht überzeugt bin. Ja, natürlich, ich war noch nicht ganz so frei. Ne? Dann habe ich auch die Maske getragen, um andere nicht zu erschrecken. Aber für mich habe ich es nicht gemacht. Man macht es ja immer für die anderen. Ne? Und das haben vielleicht 50% der Menschen gemacht, für die anderen. Weil sie sich nicht getraut haben. Später, als ich etwas weiter war, also von meiner inneren Freiheit, habe ich dann auch es drauf ankommen lassen. Und dann, ja, Schritt für Schritt habe ich dann auch da Dinge gemacht und nicht unbedingt immer allen Regeln befolgt. Und dann habe ich gemerkt, oh, funktioniert. Ich bin stark genug, um Kritik aushalten zu können. Und ja, ich kann alles mit Logik erklären, warum ich was nicht mache. Und ich muss mich noch nicht mal rechtfertigen. Bei Lockdown war ich mit meiner Freundin auf ihrem Geburtstag an einem wunderschönen Schloss, das normalerweise voll Touristen ist. Wir hatten das komplett für uns. Und also solche Dinge. Also wir sind sogar über eine Absperrung geklettert und hatten bestes Panorama überhaupt für uns alleine quasi. Und mit ihrer Tochter. Und das war einfach das Verrückteste in meinem Leben, was ich bis dahin gemacht habe. Und ich fühlte mich so lebendig auf einmal. Ich habe echt Glücksgefühle in mir gehabt. Das hat mir nochmal die Augen geöffnet. Dann sind wir ja, mit dem VW Caddy, Maxi, das war so ein Minivan, in Urlaub gereist für 2,5 Monate. Also zwischen dem Jobwechsel hatte ich die Zeit. Und ja, wild zu übernachten war für mich schon eine Hürde. Und, ja, das haben wir dann nach und nach immer gemacht und gemerkt, oh, halb so wild. Selbst da, wo es eigentlich verboten ist, in Kroatien. Und
Ja, und dann geht es immer weiter, Schritt für Schritt. Dann habe ich das später auch mit dem Camper gemacht. Ich bin ohne Impfung und ohne Tests durchgekommen bis nach Kroatien, über alle Grenzen. Und in Kroatien wurde ich angehalten und danach gefragt. Ich habe gesagt, ich habe keinen Test. Dann haben sie gesagt, okay, dann kann ich nicht rein. Ja, dann habe ich gesagt, okay, dann fahre ich, hol ich einen anderen Test, oder hole ich einen Test. Ne? Ich wäre dann an einer anderen Grenze vorbeigefahren vielleicht. Aber dann sagte er, ich kann rein, aber innerhalb von 48 Stunden muss ich einen Test nachreichen. Ja, okay, haben wir gemacht. Also in Quarantäne für 2 Wochen in einem speziellen Hotel, das bezahlen und dann 2 Wochen in einem Zimmer abhängen. Obwohl ich mit dem Camper da war. Also einfach so in die Natur zu fahren, darf man nicht. Ne? Also das ist einfach diese Logik dahinter und dafür stehe ich nicht. Und dann, ja, bin ich so reingefahren und ich habe keinen Test nachgereicht. Die hat meine Telefonnummer aufgenommen und alles. Und beim Rausfahren, also ich habe nie was von denen gehört. Und beim Rausfahren auch kein Problem. Das zeigt mir einfach diese ganze Schikane. Ja, einfach ausprobieren. Also ich habe für mich einfach immer Dinge ausprobiert. Ich dachte, ja, okay, wenn ich eine Strafe zahlen muss, dann war es mir das wert, dann weiß ich es. Ja, dann zahle ich das und dann ist gut. Aber ich habe eine Erfahrung mehr gemacht. Und ich fühlte mich dann immer selbstsicherer mit allem, was ich gemacht habe. Und ja, und auch deshalb, also ich schränke mich nicht ein, weil andere wollen, dass ich nicht das mache oder so. Zum Beispiel vorhin hat mich ein griechischer Bauer angesprochen wegen meinen 2 Hunden, weil ich die nicht an der Leine habe. Ey, hier ist nichts, weit und breit. Wir sind hier gewandert. Wir haben eine Ziege vielleicht getroffen. Ich habe ihm gesagt, nee, ich habe keine Leine. Ich habe zwar Leinen, aber ich habe die nicht mit. Und ich habe meine Hunde im Griff. Und selbst wenn Leinenpflicht irgendwo ein Schild wäre, mache ich das nicht, weil hier ist weit und breit nichts. Hier ist kein Mensch und vielleicht eine Ziege haben wir gesehen oder ein Häschen. Also das Häschen hätten sie kriegen können, aber ich habe dann kurz gerufen und dann haben sie es gelassen. Ja, also man muss halt selber abwägen können und wenn man einen Hund hat, den man nicht im Griff hat, dann nimmt man den halt an der Leine. Ne? Ja. Daher, also man kann nicht alles und alle über einen Kamm scheren. Und für mich bedeutet das Selbstbestimmung, selbstbestimmtes Leben und in Selbstverantwortung, selbstverantwortlich. Ja? Das sollten wir eigentlich jedem erwachsenen Menschen zumuten können. Aber was hier so geschieht in der Welt und in der Politik, das ist einfach eine Bevormundung. Und deshalb bin ich ausgestiegen. Ja. Also ich bin fast komplett raus. Also ich bin noch abhängig von den Finanzen, aber davon mache ich mich mehr und mehr frei und lebe mein Leben glücklich und so, wie ich mir das vorstelle. Da, wo andere Urlaub machen, habe den Strand für mich komplett. Ich vermisse keine Menschen, ich brauche sie auch nicht. Die würden mich eher nerven. Also nerven, ja, weil ich kann dann die Hunde nicht frei laufen lassen und dann sind ja die Hunde hier kacken dann vielleicht mal auf dem Strand. Da muss ich das natürlich wegmachen und dann die Leute gucken dann blöd und so. Deshalb bin ich ganz froh, jetzt im Moment hier für mich zu sein. Ja. In diesem Video möchte ich euch auch einen kleinen Ausblick geben auf noch verrücktere Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe. Wenn ihr gedacht habt, das war schon verrückt, was ich gemacht habe, das ist noch gar nichts. Also gemacht habe ich, nee, das ist falsch ausgedrückt. Was ich erlebt habe oder was zu mir gekommen ist,
Also es hat vielleicht auch mit mir zu tun, aber ich habe jetzt nicht von mir aktiv etwas Verrücktes gemacht, sondern es ist etwas Verrücktes mir passiert oder widerfahren oder erlebt, etwas Verrücktes erlebt. In dem Wort erleben steckt das Leben. Und nur wenn du verrückt bist, also nicht nur, aber dann machst du besondere Erlebnisse, die dein Leben erst wirklich ausmachen. Ja? Ich spiele ja auch nicht beim Computerspiel immer das gleiche Level, weil dann wird es langweilig. Zum Beispiel Tetris, ja? Im ersten Level immer, dann kommst du ins nächste Level, weißt du? Dann geht es schneller. Also bei Tetris ist es dann schneller. Bei anderen Spielen spielst du eine andere Rolle oder kommen andere Menschen in dein Leben und so. Du kriegst dann neue Herausforderungen. Und das macht doch gerade Spaß, wenn du merkst, ja, jetzt hast du diese Herausforderung wieder gemeistert und bist daran gewachsen. Und dann geht es weiter ins nächste Level. Ja, in den nächsten Videos, ja, da werde ich über Außerirdische reden. Jetzt wisst ihr, warum ich das meine. Ich bin verrückt oder verrückte Dinge, die mir widerfahren sind. Also ich habe damals nicht an Außerirdische geglaubt, bis der Kontakt zu mir hergestellt wurde. Also nicht aus meinem Antrieb, sage ich mal, also halb. Ich werde es erzählen. Ja, ich habe Kontakt zu Außerirdischen gehabt. Oder habe ich immer noch, aber mehr oder weniger. Also mein Ziel ist es, da wieder mehr Kontakt hinzukriegen. Und ja, was noch? Ja, also ja, ich denke, das wird das nächste Video sein. Und die restlichen Sachen kommen dann von allein. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und für die Umgebung, gebt mir gerne ein Like oder einen Kommentar. Und ja, erzählt mir mal, was ihr so Verrücktes in eurem Leben schon gemacht habt. Also das würde mich auch mal interessieren. Vielleicht inspiriert ihr mich ja noch. Also die Inspiration kann gerne auf beide Seiten erfolgen. Also ich lerne auch noch gerne dazu. Und ja, macht noch gerne weitere verrückte Dinge. Und dann zeige ich euch das. Gut, also ich wünsche euch einen wundervollen Tag oder Abend und sende euch Sonnenlicht, Sonnenenergie, Wärme und Licht und Liebe. Bis zum nächsten Video, wenn es um die Außerirdischen geht. Euer Adel. Ciao.